Und jetzt geht Doro bezahlen. Unsere letzte Hoffnung. So, frisch von dem Kranmeister gekommen. Ausflug beendet. So, Papiere habe ich jetzt auch abgegeben. Sie hat es nur als Pfand genommen. Dennis rettet mein Handtuch. Wenn wir jetzt zurückblicken, wirkt es fast unwirklich. Wir sind durch ein Netz aus Wasseradern gereist. Durch Belgien, durch Frankreich. Und jeder Abschnitt war anders. Manchmal wie gemalt, Ufer voller goldener Bäume, spiegelglattes Wasser, das nur vom leisen Tuckern unseres Motors gestört wurde. Dann wieder Schiffe, größer als Häuser, so nah, dass man den Rost riechen konnte. Wir haben gefroren, uns durch dichte Nebel getastet, nach jeder Steckdose gesucht, wie nach einem Schatz, einfach nur, um abends nicht frierend unter Deck zu sitzen. Und manchmal war es fast zu viel. Ein Motor, der aufgab, ein Boot, das nicht mehr wollte, Schleusen, die sich nicht eröffneten. Doch irgendwie, mit etwas Glück, mit Hilfe von anderen, mit viel Improvisation, ging es weiter. Manchmal haben sich unterwegs ganz zufällige Freundschaften ergeben. Durch ähnliche Ziele, durch das Teilen derselben Route. Und jetzt, nach all dem, liegt das Mittelmeer vor uns. Blau, weit, verheißungsvoll. Und plötzlich fühlt sich alles richtig an. Wir sind in Sète angekommen, der ersten Stadt am Mittelmeer. Und zum ersten Mal seit Wochen konnten wir wieder bis auf den Grund des Hafens blicken. Was für ein klares Wasser. Das Wetter hat sich auch allmählich beruhigt. Und was machen wir immer, wenn wir anlanden? Richtig Stadt angucken. Heute ist mal ein Markt. Unser Highlight hier? Ein Laden, der ausschließlich Tiefkühlkost verkaufte. Von Pizza über Fisch bis zum 3-Gänge-Menü. Alles tiefgekühlt. Und am Ausgang eine Mikrowelle. Für alle, die sich's gleich warm machen wollen. Ausflug beendet. So, Papiere habe ich jetzt auch abgegeben. Sie hat es nur als Pfand genommen. Und jetzt gehen wir mal wieder rein, um uns aufzuwärmen. Ist doch ganz kalt heute. Wir sind schließlich noch zur Hafenwerft gegangen. So, frisch von dem Kranmeister gekommen. Ist immer ein bisschen spannend und aufregend, so offizielle Termine zu vereinbaren. Wir stellen jetzt unseren Mast und wir haben auch entschlossen, es ist einfach zu kalt, ins Wasser zu springen. Vor allem letztes Mal bin ich krank geworden. Darauf habe ich keine Lust. Wir holen das Boot auch raus und stecken dann die Anode ran, kratzen die Welle frei, schmieren es dann mit Fett ein, damit die Welle auch wieder geschützt ist. Oder überhaupt mal geschützt ist, weil davor hatten wir es nicht. Wir haben mit ihm vereinbart, dass, falls was ist, er das Boot auch komplett rausholt. Wir hoffen, dass es nicht so ist, aber man weiß nie. Ja, und dann sind wir wieder ready. Da pumpt ein bisschen das Herz. Zeit, unsere eigene Konstruktion zu checken. Den Mast haben wir provisorisch befestigt und seitdem nicht mehr angerührt. Jetzt mussten alle Knoten überprüft, doppelte Sicherung gelöst und die Sprayhood abgebaut werden. Dann ging es frühmorgens um 6 auch schon los. Los geht's zum Maststellen.
Ein letztes Mal mit Mast an Deck. Tankstelle und Kran. Kaum in der Werft angekommen, ging es auch schon aufwärts, im wahrsten Sinne. Der Kranmeister hob uns vorsichtig mit beeindruckender Präzision aus dem Wasser. Und wir warteten nervös, was uns unter dem Boot wohl erwarten würde. Während Doro alles vorbereitete und zusammengesucht hat, war ich schon am Inspizieren des Bootes. Und was soll ich sagen? Wir haben uns wohl unnötig gestresst und den Teufel an die Wand gemalt. Es sah alles sehr gut aus. Hier und da etwas vom Anti-Fouling ab, aber nichts, was sich nicht eigenhändig lösen ließe. Während Doro also alles gereinigt und mit Anti-Fouling bestrichen hat, war ich schon ganz hektisch am Propeller und an der Welle zugange. Als ich damals unter Wasser war, waren gefühlt mehr Muscheln an den Propeller. Diesmal sollte die Opferanode wirklich bombenfest halten, Schrauben ordentlich angezogen, mit Sika verklebt und zur Sicherheit noch Kabelbinder an jedes Ende. Wir wollten einfach verhindern, dass je wieder jemand an einem trüben, schmodderigen Fluss deshalb tauchen muss. Als nächstes geht's vom kleinen Kran in den großen Kran. Und dann wurde es plötzlich chaotisch. Alles ging Schlag auf Schlag, wir mussten beide mit anpacken. Keine Chance für Kamera und Mikro. Aber das Ergebnis spricht für sich. Der Mast steht. So, Mast steht. Aber zu guter Letzt müssen natürlich noch ein paar Probleme auftauchen. Zahlungsschwierigkeiten. Er hat kein kontaktloses Bezahlen, deswegen kann ich mit meinem Handy nicht bezahlen. Bargeld nimmt er auch noch keins an, was ich auch nur, glaube ich, gefühlt noch nie gesehen habe. Bei einem Handwerker oder bei so einer Dienstleistung. Ja, meine Karten gehen in Frankreich nicht. Die Franzosen mögen Common Direct nicht. Und jetzt geht Doro bezahlen. Unsere letzte Hoffnung. Ich habe keine Ahnung, wie wir sonst bezahlen sollen. Wir haben Geld, aber sie wollen es nicht. Naja. Sicht ist jetzt versperrt. Auf geht's zurück zum Liegeplatz. So, jetzt noch die Sprayhood, nur mal zu zeigen, wie es jetzt aussah, als wir den Mast aufgestellt haben. Unser Chaos. Hier ist das Sprayhood. Hinten ist sowieso schon alles zu. Schnell noch Frühstück gegessen. Heute Morgen um 6. Ja, komplette Chaos einfach. Wir haben absolut gar keinen Platz mehr. So, nur so mal als zum Zeigen. Hier stehe ich. Da ist vielleicht noch ein Standpunkt und das war's. Da ist noch Schlafzimmer. Da ist auch schon alles noch schnell rausgegraben. Wir freuen uns so sehr, dass es endlich. Weiter ging es mit der Sprayhood. Die musste natürlich auch wieder an ihren Platz.
Ein Mast ohne Baum ist wie ein Kaffee ohne Tasse. Deshalb ließen wir die beiden schnell wieder zueinander finden. Der Baum sitzt, Zeit, unser Magazin zu plündern. Die Segel können angeschlagen werden und endlich kommen wir auch wieder an all die Dinge ran, die monatelang darunter vergraben lagen. Perfekter Moment für eine kleine Inventur. Okay, wir haben hier so eine Krustelkiste. Die muss jetzt leider weg, weil... Tada! Ganz viel Schimmel. Ja. Da hat sich ziemlich viel Feuchtigkeit angesammelt in dem Raum. Jetzt sind ein paar Sachen angeschimmelt, weggeschimmelt. Doro hat jetzt schon mit Essig alles gereinigt, aber sowas natürlich nicht möglich. Jo, und Müll hat sich auch ganz viel angesammelt. Das gilt jetzt als Winterputz vor Weihnachten. Ja, Holz, das war alles, was wir für den Mast gebraucht haben. So, das Chaos ist etwas kleiner geworden. Ja, ein paar Sachen müssen wir noch rausmachen, weil das Magazin ist mit Essig ohne Ende besprüht worden. Das muss jetzt mal ein bisschen eintrocknen, weil es ein bisschen gammelt. Dementsprechend Handschuhe, da unsere Segel. Die kriegen wir heute nicht mehr dran. Wir haben ganz viel Verpackungsfolie, die war auch nass. Jetzt auch alle mal draußen aufgehängt. Sieht lustig aus. So sieht der ganze Spaß aus. Und zur Feier des Tages gibt es Curry von Meisterköchin Doro. Durch das chaotische Aufstellen des Mastes und die fehlende Erfahrung aller Beteiligten, inklusive uns, mussten wir das Stehende gut nachjustieren, damit wir gut segeln können. Vor allem aber, damit der Mast beim Segeln sicher ist. Um das Rig auf die richtige Spannung einzustellen, haben wir die Wanten im ungespannten Zustand gemessen und bei 2 Meter eine Markierung gemacht. Dann haben wir gleichmäßig gespannt und erneut gemessen, wie viel Millimeter sich das Drahtseil gedehnt hat. Wichtig war, dass die Dehnung auf beiden Seiten gleichmäßig war. Nun galt es, den Mast gerade auszurichten. Dafür haben wir 2 Dinge getan. Erstens haben wir ein Gewicht an das Großfall gehängt. So konnten wir die Mastbiegung beurteilen. Optimal ist, leicht nach hinten geneigt und mittig. Zweitens haben wir das Fall seitlich zu 2 Punkten geführt, um zu überprüfen, ob der Mast sich nach rechts oder nach links neigt. Millimeterarbeit. Leider ist unser Rig schon etwas in die Jahre gekommen. Perfekt einstellen konnten wir es also nicht, aber es reicht zum Segeln. Hoffentlich. Doro muss noch hoch, weil der Verklicker schief ist. Und weil wir vermuten, dass hinten die Achterstark, so diese 2 Stahlseile, da ist so eine Halterung, die eventuell noch schief ist. Ich will sie jetzt auch noch mal prüfen. Was wir aber noch nie gemacht haben, ist das zu zweit. Dass einer zieht und der andere hochklettert. Bin ich mal gespannt, ob das gut klappt.
Okay, war doch ein bisschen für mich tougher als gedacht. Weil wir es nur über die kleine Winch machen konnten. Da braucht man viel mehr Kraft. Viel mehr Kraft als hier über die große Winch. Das hat einfach nicht geklappt. Ständig hat einen Überlauf gegeben. Also es hat sich einfach verknotet. So. Doro versucht das jetzt zu richten. Sie ist mit 2 Leinen abgesichert. Das heißt, selbst wenn eine irgendwie der Knoten aufgeht oder irgendwas passiert, hält die zweite Leine. Sicher wieder an Bord angekommen. Ja, der Wind pustet noch so stark, dass Doros Sachen kurz mal aufs andere Boot rüber geflogen sind. Man hat hier ein Glück. Dennis rettet mein Handtuch. Zum Glück ist nicht im Wasser gelandet, sondern auf dem Nachbarboot. Yay! Gerettet. Trotz Sonnenschein hat es über Nacht, beziehungsweise erst heute Morgen wahrscheinlich, gefroren. So, wir haben jetzt den 24. und ich bin auf dem Weg zum Bäcker. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon mit dem Fahrrad unterwegs bin, zeige ich euch ein bisschen was von Sand. So wisst ihr, was kommt. Au revoir, bonjour. Dieses Weihnachten waren wir nur zu zweit. Und was ist es? Mont Blanc. Ein Dessert aus Maronen gemacht. Das ist nach dem französischen Berg Mont Blanc benannt, weil es halt dann aussieht wie so ein Berg. Aber dafür gab es nach alter polnischer Tradition ganze 12 Gerichte. Und ja, wir haben alle geschafft. Über mehrere Tage. Ein Festmahl Deluxe. Und ein kleines Weihnachtsgeschenk gab es auch. Von uns, für uns. Es hat richtig Spaß gemacht, etwas Kleines und Überschaubares zu erschaffen. Oh no, wie soll es gehen? Mit Baum dran.